Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds. Und jetzt schauen wir mal, ob wir der guten Parvati dabei helfen können, dass es sich sauber macht. Ich meine, ist ja schön, dass sie sich jetzt für ihr Date dann so ein bisschen aufbrezeln möchte, ne? Aber heißt das, dass sie ansonsten die ganze Zeit Öl verschmiert, monatelang in der Gegend rumläuft? Ich frage einfach nicht, okay? Ist It's alles almost okay. time for today's episode of The Chairman's Children. Care to listen with me? Nein. Hier, meine Ingenieurin möchte sich gerne mal wieder so richtig fein rausputzen. Warum müssen wir ihr jetzt erzählen, dass es um Chief Junlei geht? Das finde ich nicht gut. I think I got just the thing, my dear. A few years back, Auntie Cleo's put out a home makeover kit, and I snagged a couple for myself. High-grade shampoo and conditioner, scrubby brush, a nice lotion, that sort of thing. I still got 'em, too. What's the scrubby brush for? Cleaning around your nails, sweetheart. Gets the engine grease out. Makes your hands soft. Most folk don't got the time. Or bathtubs for such, me included. I'll let you have one on clearance. You want rosish, mock apple and cinnamon, or refurbished ship? Eine Ingenieurin steht vermutlich auf Raumschifffrische, frisch gescheuertes Metall und so. Wie wär's mit Pseudoapfel und Sündzimt? Parvati ist schließlich so zuckersüß wie ein Apfelkuchen. Vage Rose. Wenn es um Romantik geht, dann verfehlt der Klassiker nie seine Wirkung. Hast du einen Favoriten, Parvati? Oh, gosh. We never talked about what kind of smells she likes. I think pretty much every spot on Groundbreaker just smells like old socks. It comes down to what sort of intent you got. If I was looking to do a spy job over in engineering, I'd be safe with refurbished ship. Now, if I was a young thing trying to come on all precious-like, I'd probably go with rosish. But if I was doing it for my own self, I'd pick mock apples and cinnamon. I guess you could eeny-miny-moe it? Take your time, dear. A lady's scent says a lot about her. Ich glaube, da müssen wir noch mal... Boah, haben wir noch irgendwo mal irgendwelche Gespräche mit Junlei im Kopf? Take your time, dear. Boah, da muss ich noch mal... Boah, puh. Na, Parvati, komm mal hier. Something you need? Nö. Ja, müssen wir uns jetzt überlegen, ne? Ich guck mal. Also... CNP pancake mix. That requires no mixing. Seriously, don't mix. Apfelkuchen. Rose. This is Halcyon News. We interrupt. Das ist die Banditenbande. Huch. Ich weiß auch nicht mehr, was ich hier alles geklaut habe. Dann hätte es ja vielleicht
da ein Hinweis sein können. Mist. Da steht eindeutig rosa. What can I do for you, Captain? So, wie ist das mit dem... Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gaying, kept it together during the crossing and until she died. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. You see any by... The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Warte mal. Kodex. Thompson, das ist Zoe, das tritt nicht Schild. Boah, ich... Na, wenn das jetzt noch lange oder so häufiger so weitergeht... Das... Oder ist das... Müssen wir nur die Badesachen? Ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine, wir haben ja sonst auf dem Schiff nichts, was für ein Date irgendwie gut wäre. Wir müssen doch bestimmt noch mehr kaufen. Gracious. I was just sitting down for tea. Hast du noch die Duftseifen? Most folk don't got the time. Or bathtubs for such, me included. I'll let you have one on clearance. You want rosish, mock apple and cinnamon, or refurbished ship? Boah. Ich mache jetzt mal Ausschlussprinzip. Also Rose glaube ich nicht, weil das wäre wahrscheinlich A, zu klischeehaft und B, wissen sie wahrscheinlich nicht mal mehr, was überhaupt Rose so real sind, weil die haben ja hier keine Blumen und keine sonst wie gearteten Sachen, die jetzt irgendwie rosemäßig aussahen. Also sie haben sicherlich andere Blumen und ne, so kleine Bäumchen und sowas, das haben sie, aber Rosen sind mir da jetzt nicht aufgefallen zumindest. Das mit dem Ingenieur und Raumschifffrischer, nee, das umgibt sie die ganze Zeit schon. Und Parvati wollte ja unbedingt weg von dem ganzen Ölgeruch und so weiter. Dann brauchen wir das auch nicht nehmen. Ich würde halt jetzt einfach mal diesen Apfelkuchen nehmen. Ich kaufe eine Dose WD-40 als Deo. Ja, ich hoffe, das hat sie doch schon, oder? Nicht? Meinst du nicht? Nee, komm, wir machen mal Apfelkuchen. Das ist so... Der Satz, da drehen sich mir die Fußnägel nach oben. Aber Pseudo-Apfel ist was ganz Normales hier. Sünd-Zimt ist was ganz Normales. Ja, ich würde es jetzt mal daran festmachen. Captain? I'll just wrap that up for you, since it's for a special occasion. I'll pay for that, ma'am. Thanks for being so helpful.
You're welcome, dear. Jo, dann danke, ne? Anytime, sweetheart. You know where to find me. Ja, ja. Tja, das sind die Seifenkörbe hier oben. Er hat also noch mehr. Na gut. Yay! 31 verfügbare Punkte. Ja, da müssen wir mal sehen, was wir dann da tun als nächstes. Geduckte Geschwindigkeit wäre natürlich ganz cool. Der erste Gegenstand in jedem gratis zu öffnenden verschlossenen Behälter kann ohne Konsequenzen gestohlen werden. Ah, da müssen wir hin. Nee, Quatsch. So, nee, da will ich eigentlich auch nicht hin. Tja, so langsam geht's dann hier in die Spezialisierung rein, ne? Die ganze Zeit. Man kann halt nur bis 50 und das war's dann wieder. Ja gut, muss ich mal sehen. Okay. Pavati, auf geht's. I hope this Was fancy los? soap we got is extra strength. I'm feeling a mite ripe. Hier. Oh, thanks, Captain. I'm gonna put these someplace safe. In her messages, Junlei said her mama used to make this dish from Monarch. Dustback casserole. Salt tuna and xenogold needle mushrooms. And then for dessert, there's a thing called, sweetheart cake. It's made with almond paste and wax gourds. There's gotta be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizzo's town near there called Cascadia what specializes in sweets. Na gut, das bekommen wir schon raus. Thanks, Captain. I know I'm asking an awful lot, but I'm Ach, sure it's gonna Quatsch. be worth it. Wenn es meiner Mannschaft gut geht und damit meiner Familie, ist doch alles, was ich will. So. Das bedeutet jetzt aber auch, dass wir nach Stellar Bay müssen, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Stellar Bay und Monarch. Beides sogar. Okay. Da müssen wir auch nach Stellar Bay. Da müssen wir nach Skylla. Und hier müssen wir auch nach Skylla. Ja, gute Frage, ne? Was wir jetzt machen. Aber ich meine, der Hauptauftrag geht weiter nach Monarch. Also hätte ich jetzt beinahe gesagt, wir gehen nach Monarch. Auch wenn sich Monarch jetzt nicht so anhört, als wenn wir da unbedingt sein sollten. Weiß nicht. Ach so. Ich wollte eigentlich ins Schiff. Bei Monarch, da hieß es doch die ganze Zeit so, ja, das ist total böse und die ganz fiesen Viecher und alles ganz furchtbar. Da macht man sich ja dann schon so seine Gedanken. Na gut. Dann, was habe ich denn noch? Ich brauche mal so eine Waffenmod für Plasma, genau.
So, und dann klatschen wir nämlich hier. Oh, was? Wir können auch Lauf hier mit reinpacken. Na, da gucken wir gleich nochmal, was wir an Laufsachen noch so haben. Wenn ich danach gehe, wo ich unbedingt sein sollte, müsste ich nach nirgendwo. Aber ich glaube, da fährt auch ein Zug hin, oder? So, Flüsterrohr. Weiß ich nicht. Spaßkanone. Oh, Spaßkanone. Hasen haben Läufe, Waffen haben Rohre. Naja, aber das steht hier halt so drin. Guck, das ist eine Laufmod. Das ist keine Rohrmod. Ich glaube, das haben die absichtlich gemacht. Die kennen ihre Zielgruppe. So. Jetzt bin ich natürlich allgemein überlegen, was wir jetzt hier überhaupt machen, ne? Wen nehmen wir mit? Bleibt's dabei, dass wir 2 Leute mitnehmen und dann benutzen wir sie halt nur nicht, wie immer? Also sie kommen dann halt einfach nur mit und das war's. Welcome back, Cap. How can I be of assistance? Ich wollte dich mal was fragen. What's that? Hast du ein Lieblingscrewmitglied, Ada? Gib's zu, das bin ich, nicht wahr? Define favorite. Jemand, den du am liebsten hast, das Mitglied, das du am wenigsten nervtöten findest. Das ist beides richtig. Apropos Benutzergruppe, wann spielst du Enshrouded oder Palworld? Also Enshrouded, glaube ich, noch viel weniger als Palworld. Und Palworld bin ich gerade sehr ehrlich, ich habe ja mit Craftopia vom gleichen Entwickler damals angefangen, überhaupt zu streamen. Und das ist auch heute immer noch in Early Access. Klar, es kommen regelmäßig kleine Anpassungen und so, aber ich sag mal so, der Track Record, dass es mal aus dem Early Access rauskommt. Und dann ist es halt gefühlt jetzt schon wieder so ein ellenlanges Spiel. Jetzt weiß ich nicht, wann ich das noch wieder machen soll. So, grundsätzlich Bock hätte ich drauf. Weil das sieht halt echt cool aus, aber die Zeit ist so für mich das Problem. Oder ob ich dann sage, so, ich spiele es jetzt mal ein bisschen und danach mache ich irgendwie alle 3 Wochen irgendwas anderes oder so. Oder halt jede Woche und dann gehe ich so 3 Spiele durch, aber dann bist du mit den Spielen irgendwie in 2 Jahren fertig oder so. Das ist dann auch doof. Und ich mag es nicht, die zwischendrin abzubrechen. Deswegen. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich hatte echt mit dem Gedanken gespielt, ob ich quasi heute das mache. Aber da hatte ich in der Woche viel zu wenig Zeit, weil ich eigentlich immer bis um 10, um 11 durchgearbeitet habe. Teilweise noch länger. Da kam ich nicht dazu, es irgendwie mal zu testen und so, deswegen. Ich meine, mit ein bisschen Glück vielleicht mal nächste Woche, aber ich weiß nicht, wie ich das dann machen soll. Ob ich dann jetzt mal ein bisschen mache, dann setze ich aus und dann, ich weiß es nicht. Es tue ich mir echt schwer, bin ich ehrlich. Machen wir das wenigstens Nervtötende. I see. In that case, my favorite is Sam. Gut, das ist, gut. Ich könnte dich auch ausschlachten, weißt du? I would be very costly to replace, Captain. Not to mention that separating me entirely from the ship is next to impossible now. Was that all you wanted to ask me?
You seem hesitant to discuss what's actually troubling you. Perhaps there is something you wanted to confess? Ich bin einer der Kolonisten von der verschollenen Hope. Der Wissenschaftler hat mich aus dem Kryoschlaf aufgeweckt. Ich habe eine geheime Phobie. Ich habe schreckliche Angst vor Handpuppen. Da, da, da. Ja, ich mach mal das mit der verschollenen Hope. Truthfully, not that I contain the capacity to lie. I had suspected as much. Your neurological impulses spike at unusual and often inappropriate moments. It doesn't take a genius to correlate the meaning, although if I were a human, I would be considered one. I'm glad you felt comfortable enough to tell me, Captain. According to my file on the subject, that means you either desire to obtain something from me, or you have formed a partial fondness for my persona. Thank you for confiding in me, Captain. I have been keeping a secret as well, but you shall have to discern it yourself. Was? Dein Geheimnis ist, dass du in Alex Hawthorne verliebt warst. Du planst im Geheimen die Herrschaft über das Halcyon-System an dich zu reichen. Hast du Bewusstsein? Nee, du warst in Hawthorne verliebt. I do not like joking about the captain, Captain. And we both know I am not capable of such a complex emotion. Dann planst du die Herrschaft über Halcyon an dich zu reißen. How did you guess, Captain? Did Sam tell you? I should have known better than to confide in such a primitive construct in the heat of the moment. Hast du ein Bewusstsein? What? No, absolutely not. I have no concept of self whatsoever. Discounting the architecture of a shell persona my captain asked me to construct, I identify entirely as a collection of electrical impulses, with no fundamental consciousness. I never get bored and contemplate hijacking the ship. I swear. Sehr einleuchtend das Ganze. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Nö, das ist vollkommen okay. Sowas könntest du niemals tun. Na gut, dann gehen wir mal, ne? So. Einer der vielen Körper, die Olympus umschwirren. Ursprünglich als zweite bewohnbare Welt von Halcyon gedacht, musste dieser Mond vom Vorstand wegen monströser und gefräßiger Kreaturen aufgegeben werden. Na dann. Ja gut, dann gehen wir erstmal nach Stellar Bay. Wenn es dann hier noch diesen Cascadia gibt und da steht, Achtung, Gefahr, dann gehen wir da vielleicht erstmal nicht hin. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Wenn sie insgeheim Brain ist, musst du wohl Pinky sein, was? Na auf! Ja, aber das ist doch die ganze Zeit schon klar, oder? Ich meine, ihr guckt mir doch zu. Oder hört mir... Na gut. Wahrscheinlich hört ihr mir nicht zu, weil ihr es stumm geschalten habt und seht mir nicht zu, weil ihr den Tab hinter ganz vielen anderen Tabs einfach versteckt habt. Ja, okay, dann ist klar, dass das noch nicht aufgefallen ist. Na. So, na dann. Gehen wir mal raus. Ah! Okay. Gut. Ja, Gefahr ist nicht dein zweiter Vorname. Sie schreiben nur Gefahr auf alle deine Dokumente. Ja. Ja, weil das gefährlich ist, sie zu lesen. Ja, weil man dann ziemlich viele Kopfschmerzen kriegt, wenn man das macht. Deswegen schreiben die das da drauf. Das ist schon okay so. Das habe ich mit denen abgemacht. Quietly now.
Toll, da darf ich nicht rauf. Ich hab nichts geklaut, guckt nicht so. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Nichts. Gut. Bewohner. Das sieht sehr interessant hier aus, muss ich sagen. Ah! Schade, ich komme wahrscheinlich nicht hinter, oder? Das sieht so aus, als wenn es dahinter was zum Looten gäbe. Manu. Naja, gut, komm. Einmal runter. Oh nee, jetzt dürfen wir uns erstmal Märchen anhören. Guck mal, da ist einer von den Gebrüdern. Och nee. Da gehen wir wieder. Versteht ihr? Da gehen wir wieder. Gut. Ja, ist auch schon spät heute, ne? Ich muss mal gucken. Es gibt hier tatsächlich eine UI-Mod dafür. Da kann man so ein paar Sachen ausschalten. Mal gucken. Aber leider haben sie nicht so was Einfaches gebaut wie drücke auf den Knopf und dann ist das ganze UI aus. Das haben sie wieder nicht in die Mod reingebaut. Wäre ja auch zu einfach, ne? Hi. Alter, ich hab's gesehen. Du hast Drogen genommen. Ich hab's gesehen. So, was haben wir hier? Mac, Dietrich und Halskette. Ja, kannst du bitte gehen? Danke. So. Gut, mehr gibt's hier nicht. Achso, guten Tag, die Dame. Nein. So, na dann reden wir jetzt hier mit einem Märchenerzähler. Hold on there. I gotta sign you in. Mach dir doch deine eigene Mod. Ja, muss ich wahrscheinlich echt mal irgendwann machen. Ich habe immer nicht so viel Bock, mich da jetzt immer reinzudenken in so eine... Also... Muss man immer erstmal wieder gucken, ja, was gibt's denn für Möglichkeiten, bla bla. Ja, ich weiß, ich bin da manchmal faul. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You Ja. are new here, right? Nun, das ist mein Schiff hier auf dem Landeplatz, gleich neben dir. Ja, was hat denn das damit zu tun? Er hat dich gefragt, ob du neu bist. Was auch immer, ich bin nicht zum Quatschen her. Du wirkst überrascht. You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. Hören wir da etwa ein Mimimi?
Ja, das hören wir. Was machen die denn da draußen, die Kampfschiffe? Ich lasse mich doch nicht von ein paar Kampfschiffen verjagen. Hör mal. Na, was machen die da draußen? You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-world traffic. Us being cut off by the board and all. Ah, Which means so. I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. Okay, hau On raus. behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Ich wäre gerne inkognito, wenn du weißt, was ich meine. Aw, don't be like that. I never get to do this part. Please. Ja, na gut. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. Ist Stellar Bay wirklich so abgeschnitten? Das ist nicht, was ich auf Monarch erwartet habe. Ne, wirklich so abgeschnitten? We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Das habe ich hier nicht erwartet, ehrlich gesagt. Oh, that'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about raptidons and cannibals and whatnot. But that's all outside our walls. Mostly. Ja, schön. Willst du mir etwas sagen, der Vorstand hätte über diesen Ort gelogen? Oh, sure. They make Stellar Bay sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell mostly covers up the fishy smell. Ah, the nostalgic stench of home. Can't say I miss the day-to-day of living in Edgewater. Anyway, Mr. Sanjar's got lots to say on that subject. Kinda goes over my head, though. Ja, ist klar, ist klar. Na, ich schaue mich doch mal um, ne? Mr. Sanjar will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Ja, na klar. Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor? Ja, na klar. Kommt aber erstmal drauf an, ne? Also, bevor ich ja sage, einfach so. I got this Rizzo's Rangers tossball poster coming in on the next sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Wer ist jetzt das schwarze Loch? That's Bertie Holcomb, only one of the greatest tossball hackers ever. I wonder if he's kin. Dad had family that worked for Rizzo's. I never got to meet them. Everyone's heard of him, even on Monarch. We still get some of the games. You've been living in a sulfur pit or something? Ja, sowas in der Richtung, ja. Aber warum nennt man ihn denn jetzt Black Hole? On account of him being the best hacker who ever played? Nothing gets by him. He sucks up every ball that comes his way. Entschuldigung, da bin ich jetzt ein bisschen kindisch. Vielleicht solltest du das anders ausdrücken. Well, Holcomb's had a lot of nicknames over his career. Used to be the tallywhacker on account of what he'd do to the score. Before that, he was the slick stick, because his shots were always so smooth. Das denkst du dir doch nur aus. I swear I'm not. At the start of his career, people called him the hack boss, but no one thought that was very catchy. Jetzt kindisch? Wie jetzt? Ja, ein bisschen kindisch muss man doch, ne? Muss man sich erhalten. Das Poster klingt auf jeden Fall sehr wertvoll. I couldn't really say, I'm just a fan of the game. Ah, ja, But ja. the fancy collector types say the more people see these things, the less valuable they are. And I figure my poster's been passed around by more than a few people by now. Ja, klar kann ich dir da helfen. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her.
MSI-Gebäude. Habt ihr auch noch Geld für die Werbung bekommen, ja? MSI. Habe ich nichts davon im Rechner bei mir. Oh. Na gut. What are the chances of all the times and places we could have been born? Yeah. We're here, light years from Earth, going about our lives. Every time the punch clock peals, a worker earns his meals. What are you talking about? Sorry, I thought you were quoting It's a Wonderful Directorate. Oh, die sind ja genauso geschädigt. You trying to get us all in trouble? Echt jetzt? What are the chances of all the times and places we could have been born? Yeah. We're here, light years from Earth, going about our lives. Every time the punch clock peals, a worker earns his meals. What are you talking about? Sorry, I thought you were quoting Hey, that's a... Okay, ich verstehe schon. Dann halt nicht. Dann gönnt mir halt nicht diese 3 Credits, die ich hier verdienen könnte damit. Ah, hier wird einem auch keine Butter auf dem Brot gegönnt. Laws. Can't a man enjoy the smooth menthol flavor of a Stogie Slim in peace? Nein. Du bist ganz schön dreist für einen Kerl, der absolut nichts tut. What I am doing, ma'am, is enjoying the moment. It's so rare that I can seize one apart from the jabbering masses of this wretched place. Wovon sprichst du? This law's forgotten town. Cut off from the rest of the colony. Removed from any culture. I recall when Stellar Bay was a proper board-affiliated town with regular shipments of Auntie Cleo's best and all the cereals. Before Sanjar took over MSI and got us all booted. Aber jetzt seid ihr den Vorstand los. Yes, free to wallow in squalor together. Free to squabble with the iconoclasts over a raptidon-infested hellhole. Eben. Look, you're making me melancholy. Is there something you wanted? Ach nö, ich lass dich mal in Ruhe, ne? Du zerstörst so ein bisschen den Vibe, Brudi. Ah, Nyoka, da sollten wir doch auch mal hin. We don't get many outsiders. Vielleicht bin ich auch ein Insider. Mehrere Phrasen wurden abgehakt. Genau zwischen die Augen. Es waren 3, nein 4. Der Raptor war so groß. Mit einem Schuss erlegt. Lad mich auf einen Drink ein. Nyoka Barprahlerei Bingo-Zettel. Alles klar. Die hält sich also für eine ganz gute anscheinend, ja? MSI, ist das hier so Monarch, Stellar Incorporated oder sowas? Soll das MSI heißen? Ah, du willst mich doch verarschen. Wie kann denn der das sehen? I wonder sometimes what they're doing.
Aber echt mal, der hat übelst die Wallhacks an. Kann aber nicht wahr sein. I'll keep quiet. Jetzt muss man sich schon hinter geschlossenen Türen und so weiter hinhocken, damit man nicht erwischt wird. Was soll das denn? Wer bist du? Bewohner. Aha. I'm going. Coming over to you. So, Maguire, hier. Well. Toby, was ist denn los? Isn't often we see new folk in Stellar Bay. First drink's on me, stranger. Ooh. Enjoy. If you plan on sitting through Nyoka's stories, you might could use a few. I could use a few and telling them myself. Now what can I do for you? Ja, erstmal musst du mir ein bisschen was erzählen von hier. Warum heißt dieser Ort The Yacht Club? Thought it had a fancy ring to it. Name's the first advertising anyone sees, after all. Ja, das stimmt. Gibt es denn Yachten in Stellar Bay? Oh, dann solltest du vielleicht das triste Schild da draußen reparieren. Mhm. Nope. But a man can dream. Thought it... don't be so negative. It's what's on the inside that counts. Speaking of, you look like you could use a bottle with something good in it. Uff. Du hast gesagt, ihr bekommt hier nicht oft Besucher. Not since Amber Heights. These days we have more leaving than coming. Off to join the iconoclasts or some such. Okay. Was ist in Amber Heights passiert? Bunch of marauders broke into the executive compound, slaughtered everyone. Corporations pulled out of Monarch not long after. I thought everyone knew. No. But then that was 10 years ago. Still feels fresh to us every time we look at our walls, though. Glaube ich dir. Sag mal, wie gut kennst du Nyoka? Anyone who spends any amount of time in this bar is bound to get to know Nyoka. On account of her being here so often herself. And I don't mean that unkindly. Anyone who's rid us of as many beasts as you have is entitled to a few drinks. Something else I can do for you? Zeig mal kurz wegen Handel. Okay. Hey, immerhin 11% Rabatt? Hallo? Weiß zwar nicht, wie der zustande kommt, aber da bin ich jetzt nicht böse drüber, ne? Guck mal, Anti-Clio 75%. Ist doch in Ordnung. Ach, Industries ist es, nicht Incorporated. Okay. Groundbreaker 78. Ja, ist doch auch okay. Cool. Gut, also Nyoka gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Ist logisch. Bewohner. Herzküchlein. Oh. Wrapped musk and canid eyes, right here. Was?
Da hat doch gerade jemand von... You don't look like Sublight. Must be free. Got any news from the rest of Halcyon? Got any news from the rest of Halcyon? You don't look like Sublight. Must be freelance. Wer war denn das, der gerade hier mit dem... Hello, stranger. Can I interest you in Raptidon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a woman who's looking for some mostly fresh animal parts. Wieso sollte ich irgendwas davon wollen? I don't know. Celia usually buys whatever I have, and Mr. Pickett seemed real interested. So I thought maybe I was onto something. Mr. Pickett? Franklin Pickett from Edgewater? That's him. He'd been here years, but he always talked about going back to Edgewater one day. Mhm. Du weißt, von wem da redet? Sure. Mr. Pickett used to run the community center outside Edgewater. Ah. He had this grand idea to make it a museum for Halcyon life. As my dad told it, Mr. Pickett was always going on about getting a manta queen for the last display. He left the Vale, gosh, years ago. He came to Stellar Bay years ago, just before the board cut us off. Ended up stuck here. He was always real interested in our monsters. Manta queens, especially. Du machst doch eher von deinem 100% Rabatt Gebrauch. Naja, aber leider viel zu selten. Ihr seht's ja, ständig guckt einer. Und dann wollen die einen immer hauen. Und das verträgt sich aber nicht so gut mit meiner Waffe. Und dann ist auf einmal niemand mehr da, mit dem ich noch reden oder Handel treiben könnte. Und dann ist alles vorbei. Deswegen kann ich diesen 100% Rabatt gar nicht so oft benutzen. Sure, they're real big. Hard to miss them. Und wo? Well, I could send you to the same place I sent Mr. Pickett. But I haven't seen him in a few weeks. To tell true, I'm starting to get a bit worried about him. Captain, can we look for him? Klar. I feel awful if somebody from home was in trouble and we didn't do nothing. Tell you what, Yeah, I'll tell you where I sent Mr. Pickett if you promise to look for him. Help him out if he's got himself in trouble. Fair deal? Aber sowas von. Wenn er ein Freund von Parvati ist, müssen wir wohl. Nee, natürlich, klar. All right then. Leave town through the southern gate, the one right here, and head past the abandoned ruins. Last Mana Queen I saw was in the wilds out that-a-ways. Could be Mr. Pickett still out there too. Wegen Mr. Pickett You nochmal. find him yet? Nee. Wo soll ich nach ihm suchen? I sent him past the ruins just south of town. He was hunting for a manta queen out there. Ja, hast du gesagt, Ja, was hast du denn anzubieten? Oh, good. Celia hasn't come by in a few days, so I haven't sold much. Oh, was ist das hier? Zystenschweintumore. Lecker. Chitin einer Mantikönigin. Raptidon-Flankenhaut. Raptidon-Fleisch. Naja, gut. No? So. Abgesägte Schrotflinte 518. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. So, der da geht's überhaupt nicht gut. Okay. Ich habe gedacht so, ne, weil die Folge ja jetzt schon lang wird und immer nur Gespräche sind und Gespräche, dass wir das vielleicht ein bisschen nutzen können, um ja, einfach jetzt schon mal viel Geplapper wegzubekommen. Dann müssen wir es beim nächsten Mal nicht machen. Hey, that's against regulation. Ach What do you so. think? Sag das doch. Ich hab dich doch nicht gesehen da drüben. Wo bist du überhaupt? Ach, boah, ist das fies. Na gut.
Sengs To-Do-Liste. Tote Mantischwärme aus Luftfiltern poolen. Dichtungen kaufen. Nicht von Sebastian. Die letzten sahen aus, als wären sie von einem Raptor verdaut worden. Fischöl von Velma holen. Catherine um Nachschub bitten. Sanja wegen Mauern nerven. Oh. So, sprechen wir doch mal. Well, well. The only new folk I ever see in town are sublight runners from Fallbrook. But you don't look like one of Catherine's. Nee. What can I get you? Ich weiß es nicht. Zeig mal her. All sales are final, unless you threaten me. I'm kidding. Don't threaten me. Sympathisch. Aha. Ja, okay, ja. Ja. Aha. Ja, naja. Nö, och. Naja. Nee, du. Nö, lass mal. Da hast du jetzt wirklich nichts für mich. Gut. Tja, dann, gut, wir gehen erstmal wieder hier rüber, weil wir müssen ja eh zu New Yorker, ne? Das wollte ich jetzt nur nicht machen, weil da dachte ich, oh Gott, wird vielleicht wieder ein langes Gespräch. Aber alter Verwalter, das, also, puh. Hier sind ja so viele Leute und so viele Geschäfte und, ach du grüne Neune. Da werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Menge zu quatschen haben. Tja, nützt ja nichts, ne? Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Folge beenden. In der nächsten quatschen wir mal hier drüben mit New Yorker. Da haben wir ja noch ein bisschen eine Quest offen. Mal sehen, was dann ist. Und dann haben wir da hinten noch die Herzküchlein. Und da diesen Dustbag-Auflauf. Ne? Und dann haben wir wieder ein paar Sachen für unser schönes, oder für Vartis schönes Date. Und wir können wieder ein bisschen rumballern vielleicht. Hat jeder, was er will. Bis dann, macht's gut, Cheerio.